NASA veröffentlicht Starship-Nahaufnahmen vom zweiten Testflug. SpaceX bereitet Tests der gesamten Rakete für Flug 3 vor und hat zeitgleich in der Mega Bay 4 Erststufenbooster der größten und leistungsstärksten je gebauten Rakete. Intuitive Machines startet diese Woche Mondlander. Wird es die erste kommerzielle Mondlandung? Elon Musk sichert zu Starship-Mondlandung in den nächsten 5 Jahren. Neue NASA-Raumanzüge in der Schwerelosigkeit. Polaris Dawn mit erstem kommerziellen Weltraumausstieg verschiebt sich weiter. Das renommierte JPL hat wegen Budgetunsicherheit 8% seiner Mitarbeiter entlassen. Damit wird NASA-ESA-Mars-Mission immer unwahrscheinlicher. High Impulse verschickt seine Hybridrakete zum Start nach Australien. Blue Origin unterzeichnet Abkommen für Starts aus Indien und private Axiom-Mission nach starker Verzögerung wieder heil auf der Erde. Das und noch viel mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Die NASA hat Aufnahmen des zweiten Starship-Flugs IFT-2 veröffentlicht. Neben Kameras, die offensichtlich am Boden standen, besonders spannend, die Aufnahmen aus einem NASA-eigenen WB-57 Höhenforschungsflugzeug, das in fast 14.000 Metern Höhe operieren kann und über Verfolgungskameras in diversen Wellenlängenbereichen verfügt. Auf diesen Aufnahmen kann man sehr gut sehen, wie das Abgas der inneren Raptoren durch das Abgas der äußeren eingeschnürt wird. Ich bin mir fast sicher, SpaceX nutzt das, um die Effizienz der Triebwerke über unterschiedliche Luftdrücke bei Start und großer Höhe zu maximieren. Eher minimieren wird man wohl in Zukunft den Verlust der Hitzekacheln. Die vielen Flecken an der Oberstufe zeigen ganz klar, dass dieses Starship einen Wiedereintritt nicht überlebt hätte. Besonders fallen Horizontalstreifen auf, die vermutlich an den Verbindungsstellen von Sektionen liegen. Die Aufnahmen enden alle vor dem Hot Staging, also der heißen Stufentrennung, und zeigen dann nur kurz eine Sequenz nach der Explosion des Boosters. Laut NASA wurde das Filmmaterial auf Wunsch von SpaceX geschnitten, um SpaceX eigene Technologie zu schützen. Der Hitzeschild des Starships bringt uns zur Starbase. An Ship 28 wurde genau am Hitzeschild sehr intensiv gearbeitet. Für den dritten Flug ist sowohl das Erreichen der Orbitalgeschwindigkeit als auch das gezielte Deorbiting mittels Oberstufentriebwerk ja geplant. Ich hatte letzte Woche darüber berichtet, dass Einblicke in die Starbase schwieriger werden. Die bisher offenen Türen der Megabase bekommen nämlich Abdeckung. Seltene Blicke aus nächster Nähe gab es jetzt vielleicht für uns als Abschiedsgeschenk von SpaceX selbst. Die Bilder sind in der Megabay 1 aufgenommen und zeigen die Booster 10, 11, 12 und 13. 13 in Teilen. Später in der Woche wurde Booster 13 ebenfalls zusammengesetzt. Abgefahrene Vorstellung, oder dass hier gleich 4-mal die mit Abstand größte und leistungsstärkste erste Stufe entsteht. Booster 10, auf dem aktuell alle Hoffnungen für einen dritten voll integrierten Starship-Flug liegen, wurde dann aber zum Startplatz gebracht und kurz darauf auch auf den Starttisch gehoben. Die Raptoren, die waren kuschelig verpackt in Schutzsäcken. Eine eigentlich gängige Praxis in der Raumfahrt, die man in den ersten Jahren der Starship-Entwicklung aber weggelassen hat und deshalb aktuell auffallen. Apropos Raptor-Triebwerke, das für Booster 10 als Oberstufe bestimmte Ship 28, obwohl bereits mehrfach statisch Feuer getestet, hat neue Raptoren bekommen. Oder zumindest andere. Was der Hintergrund ist, kann ich euch leider nicht sagen. Von fehlerhaften Triebwerken bis zu einer neuen Iteration von Triebwerken ist da vieles denkbar. Jetzt würde man einen neuen Static Fire zur Validierung der Triebwerke erwarten. Ob der kommt, bleibt abzuwarten. Mittlerweile, während ich das hier schreibe, wurde Ship 28 auch zum Startplatz gebracht. Als nächstes wird der Full Stack, also ein Zusammensetzen der gesamten Rakete, zu ihrer absurden Raketenhöhe von 121 Metern erwartet. Als potenzielles Startdatum wurden ja die Tage um den Valentinstag nächste Woche gehandelt. Und in der Tat zeigen nun Straßensperrungen am 12. bis zum 14. Februar definitiv das Potenzial für größere Tests der Infrastruktur. Einen Start werden wir aber definitiv nicht sehen. Ja, hier könnten uns dann neben Systemtests der gesamten Rakete einschließlich Infrastruktur auch Betankungstests erwarten. Es wird spekuliert, dass SpaceX ein erneutes Feuertesten der Raptoren der Oberstufe, die ja in McGregor einzeln getestet werden, auslassen könnte, um Zeit zu sparen. Da stellt sich eigentlich die Frage, Zeit sparen wozu? Immerhin, dass es nicht der Valentinstag als Startdatum wird, ist ja nun klar wie flüssiger Sauerstoff. Mein Kumpel Adrian von NASA Spaceflight hat bei der FAA nachgefragt. Laut FAA erfordert ein erneuter Start den Abschluss der Untersuchung des letzten Flugs und eine danach angepasste Fluglizenz. Die von SpaceX geführte Untersuchung sei weiterhin nicht abgeschlossen und SpaceX habe bisher nicht alle Unterlagen für eine erneute Fluglizenz übermittelt. Kein Showstopper jetzt, wenn wir uns ansehen, wie schnell die Starts von Flug 1 und 2 nach dem Erhalten der Lizenz losgingen. Und da Flug 2 von außen betrachtet zumindest wohl nicht ganz so unerwartet verlief wie Flug 1, gehe ich davon aus, dass die Anpassungen der Hardware eher moderat ausfallen und SpaceX vermutlich parallel zur Untersuchung schon die Hardware angepasst hat.
Zum Thema Hardware vielleicht noch kurz folgender Hinweis. Diese Woche haben sich 4 weitere Segmente für den zweiten Startturm in der Starbase auf dem Seeweg von Florida nach Texas aufgemacht. Noch ist unklar, wo der zweite Starbase-Startturm errichtet werden soll. Elon Musk hat diese Woche übrigens auf X mitgeteilt, das Starship sollte es innerhalb der nächsten 5 Jahre zum Mond schaffen. Hoffen wir, dass es keine Elon-Time ist, sonst werden da mit den üblichen Multiplikatoren für E, die Leonhard Euler bestimmt bei Elon abgeschrieben hat, schnell 14 Jahre draus. Hinweis, der Mathematiker Leonhard Euler lebt im 18. Jahrhundert. Es könnte eine historische Mondmission werden. Der Nova Sea Lander Odysseus von Intuitive Machines startet zu neuen Ufern. Hoffen wir mal, dass es keine Odyssee wird wie bei Odysseus. Das gilt ja als die Irrfahrt. Der Lander ist knapp 4 Meter hoch und hat eine Grundfläche von 2,38 Metern mal 2,19 Meter und wiegt betankt über 1,9 Tonnen. Angetrieben wird der Odysseus-Lander durch 839 Kilogramm kryogenes Methan und 420 Kilogramm Flüssigsauerstoff, ebenfalls kryogen. Das erste Mal überhaupt in der Geschichte der Raumfahrt versucht man jenseits der Erde eine Landung mit kryogenen Treibstoffen. Und ja, im Artemis-Programm der NASA, sowohl die Mondländer von Blue Origin als auch das HLS Starship, die wollen ja kryogen landen, also wird das noch wichtig. Noch nicht mit einem Starship, sondern eine Falcon 9 Rakete soll dann am Mittwoch Odysseus auf einen hochelliptischen Orbit bringen. Mit einem Perigeum am erdnächsten Punkt von 185 Kilometern ist der erdfernste Punkt das sogenannte Apogeum, 60.000 Kilometer über der Erde. Also fast doppelt so weit entfernt wie der Geo. Nach einem Tag in dieser Umlaufbahn soll der Lander dann mit seinem Haupttriebwerk in Richtung Mond starten. Die angepasste Umlaufbahn wird dann am erdfernsten Punkt über 400.000 Kilometer liegen und damit deutlich über dem Mondorbit. Der Mond ist durchschnittlich gut 380.000 Kilometer von der Erde entfernt. Sollte auf dem Weg alles glatt gehen, also keine Odyssee, wird Odysseus 5 Tage nach dem Start in die Mondumlaufbahn einschwenken. Frühestens am 22. Februar könnte die Landung am Rande des Malapert-Kraters erfolgen. Der ist gut 300 Kilometer vom Mond-Südpol entfernt. Der ist ja aktuell sehr interessant in der Forschung. Was ich ja sehr cool finde, in die Landeteller des Landers sind die Namen von Intuitive Machines Mitarbeitern eingraviert, die dann beim Aufsetzen in den Mondstaub gedrückt werden. Ja, Ideen muss man haben. Die NASA unterstützt diese und andere Missionen ja durch die Commercial Lunar Payload Services. Diese Initiative, die Zusammenarbeit mit amerikanischen Unternehmen fördert, um Wissenschaft und Technologien auf die Mondoberfläche zu bringen. Eine Strategie, die mit hohen Risiken auch große Erfolge ermöglichen soll und die Kosten für Mondlandungen langfristig senken soll. Zu den innovativsten Nutzlasten gehört der Navigation Doppler LiDAR des NASA Langley Research Centers. Das ist ein LiDAR-basierter Sensor, der extrem präzise Geschwindigkeit und Entfernungsmessungen ermöglicht und so auch die Landung von zukünftigen Missionen verbessern könnte. Das funktioniert natürlich nur, wenn das Lasersystem etwas sehen kann. Gerade kurz vor dem Aufsetzen, wenn das Triebwerk Mondstaub aufwirbelt, bleibt das Landen ja immer so ein bisschen auch Glückssache. Deshalb ebenfalls an Bord Scalp SS, ein Instrument zur Beobachtung der Wechselwirkung zwischen dem Abgas des Landers und der Mondoberfläche. Nicht zuletzt für die Sicherheit zukünftiger Mondmissionen von entscheidender Bedeutung. Meine Lieblingsnutzlast ist aber die Eagle Cam, ein Kamerasystem, das das weltweit erste Bild eines Raumschiffs aus der Perspektive einer dritten Person bei einer außerirdischen Landung aufnehmen soll. Die Eagle Cam soll von dem Nova Sea Lander Odysseus aus einer Höhe von etwa 30 Meter über der Mondoberfläche abgesetzt werden und in einem Bogen Bilder aufnehmen, während der Lander auf dem Mond aufsetzt. Ja, sowas brauche ich, um Menschen für Raumfahrt zu begeistern. Bitte alle Folgemissionen auch sowas haben. Beim Thema Raumfahrt reden wir ja oft von Hightech. Trotzdem gibt's Naturstoffe, die nach Millionen Jahren Evolution schon grandiose Eigenschaften von Haus aus mitbringen. Ich bin durch Zufall auf Merino-Schuh von Gieswein gestoßen und trage jetzt nichts mehr anderes. Der Februar ist ja nochmal richtig kalt und da hatte ich Lust auf Winterschuhe, die funktional, aber auch schick sind. Warm wie ein Stiefel und leicht wie ein Sneaker. Diese einzigartige Kombination bietet mir der High-Top Wool Sneaker von Gieswein. Die temperaturregulierende Eigenschaft der Merino-Wolle, die erschafft ein dauerhaft optimales Fußklima und dazu sind sie noch unfassbar bequem, eben auch wegen kuschelig wärmendem Innenfutter aus Merino-Wolle, ideal für wechselhaftes Übergangswetter. Ja, auch hier bei Hamburger Schiedwetter, die natürliche Wasserabweisung der Wolle, die schützt nämlich effektiv vor Nässe. So bleiben meine Füße auch bei leichtem Regen oder Schnee angenehm trocken und warm. Ob klirrende Kälte oder mildere Tage, weil sie eben atmungsaktiv sind, habe ich auch bei langen Bürotagen keine Angst vor Schweißfüßen. Was für mich persönlich auch sehr cool ist, Merino-Schuhe, die passen sich dem Fuß an. So kann ich meine medizinischen Kunstledereinlagen nutzen, ohne dass ich das Merino-Fußbett rausschmeißen müsste. Ich kann es also einfach darüber legen, ja, ohne dass der Schuh dann eng wird. Aber auch wenn ich die Einlagen mal in meinen Laufschuhen vergesse, passt der Schuh trotzdem gut.
Also große Empfehlung für den Schuh und das Familienunternehmen Gieswein. Mit meinem Link und dem Code Moritz bekommt ihr 20% auf eure nächste Gieswein-Bestellung. Die Details habe ich euch aber auch unter dem Video verlinkt. Collins Aerospace hat die nächsten NASA-Raumanzüge für die ISS in der Schwerelosigkeit getestet. Während die Mondanzüge für das Artemis-Programm der NASA ja von Axiom entwickelt werden, kommen die neuen Anzüge für die ISS von Collins. Collins, die 2022 den Exploration Extravehicular Activity Services oder XEVAS-Vertrag von der NASA gewonnen haben, oder zumindest den einen Teil, gaben jetzt bekannt, dass sie die Crew Capability Assessment Tests abgeschlossen haben. Diese Tests, die haben untersucht, wie gut eine Person Aufgaben ausführen kann, die typischerweise bei einem Weltraumausstieg außerhalb der ISS durchgeführt werden. Die Tests wurden an Bord eines Parabelflugzeugs durchgeführt, was dann 15 bis 25 Sekunden lang Mikrogravitation ermöglicht. Dazu mussten die Aktivitäten in ihre grundlegenden Teile zerlegt werden, damit man sie überhaupt innerhalb dieser wenigen Sekunden durchführen kann. Denn normalerweise sind ja diese EVAs an der ISS stundenlang. Die Hauptziele der Flugtests umfasste die Bewertung der Passform und Funktionalität des Druckanzugsystems, die Nutzung von Werkzeugen und Schnittstellen der Internationalen Raumstation und die Überprüfung der Leistung im Vergleich zum aktuellen Design aus den 70er Jahren. Laut Collins konnten bei diesen Parabelflügen auch alle Testziele absolviert werden. Der Raumanzug der nächsten Generation von Collins hat ein geringeres Gewicht und geringeres Volumen als die aktuellen Raumanzüge der NASA. Die Architektur, die soll es ermöglichen, den Anzug leicht anzupassen, wenn sich Missionen ändern oder die Technologie fortschrittlicher wird. Man plant jetzt noch zusätzliche Tests, einschließlich eines thermischen Vakuumtests und eines Unterwassertests, die dann im Neutral Buoyancy Lab der NASA in Texas stattfinden werden. Beim Thema Weltraumausstieg. Der SpaceX-Start von Polaris Dawn, dem ersten von 3 Crew-Raumflügen im Rahmen des Polaris-Programms des Milliardärs Jared Isaacman, wird nun frühestens im Sommer 2024 erfolgen. Das Programm wurde ziemlich genau vor 2 Jahren für Herbst 2022 angekündigt und seitdem immer weiter verschoben. Laut Polaris trainiert die Besatzung aktuell aktiv im SpaceX-Hauptquartier in Hawthorne, um sich auf die ambitionierten Ziele der Mission vorzubereiten. Es soll unter anderem der erste kommerzielle Weltraumausstieg überhaupt durchgeführt werden und der höchste vollständige Erdorbit, der von einer Crew je geflogen wurde. Warum die Definition? Genau, Apollo 13 ist zum Beispiel auch ohne ein Einschwenken in die Mondumlaufbahn weiter von der Erde weg gewesen, aber dann eben nach einem kurzen Vorbeiflug im Mondschwerefeld direkt wieder zur Erde zurückgekehrt. Der Polaris Dawn-Flug, der erinnert ja insgesamt sehr an den Gemini 11-Flug. Aber zurück zu Polaris Dawn. Die zusätzliche Zeit, die soll für weitere Hardwareentwicklung genutzt werden. Neben dem ersten Polaris-Flug, Polaris Dawn, ist eine Service-Mission zum Hubble-Weltraumteleskop als zweite Mission, auch mit dem Crewdeck geplant. Höhepunkt des Polaris-Programms soll dann der erste Crewflug mit dem SpaceX Starship werden. Ein geplantes Startdatum für diesen Flug ist aber noch nicht bekannt. Das Jet Propulsion Laboratory, kurz JPL, der NASA hat am 6. Februar bekannt gegeben, dass es 8% seiner Belegschaft entlassen wird. Hintergrund sind die NASA-Budgetunsicherheiten für das Jahr 2024. Ich hatte bereits darüber berichtet, dass das Mars-Proben-Rückführprogramm der NASA vor enormen Budgetschwierigkeiten steht. Das JPL hatte bereits 100 Zeitarbeiter entlassen, die hauptsächlich am Mars Sample Return Programm gearbeitet haben. Laut JPL müssen jetzt neben 530 JPL-Mitarbeitern auch weitere 40 Zeitarbeiter entlassen werden. Super bitter. Ich würde sagen, das JPL ist seit Jahrzehnten das wichtigste Institut weltweit, wenn es um die Hardwareentwicklung für die Erforschung unseres Sonnensystems geht. Alle NASA-Rover, die Voyager-Sonden Cassini, Juno, Europa Clipper, die Liste ist lang und beeindruckend. Ja, dass es ausgerechnet das Mars Sample Return Programm betrifft, an dem ja auch Europa beteiligt ist, würde ich fast als kalkuliert vermuten. Hier wird der öffentliche Aufschrei und der diplomatische Schaden betreffs ESA-Beteiligung eventuell den Druck erhöhen, um das Budget vielleicht dann doch zu bekommen. Wäre dann aber ein gefährliches Pokern. China ist, was Mars-Proben-Rückführung angeht, auf Kurs und sein Propagandaerfolg wäre immens, wenn man hier Europa und den USA zuvorkommt. Ganz nach dem Motto, seht her, wir machen das, was selbst Europa und die USA mit vereinten Kräften nicht auf die Kette kriegen, alleine. Dass Mars Sample Return der NASA technologisch deutlich komplexer ist als das chinesische Tianwen-3-Programm, interessiert die Presse und die Geschichtsbücher vermutlich nicht so wirklich. Beim Thema China vielleicht ganz interessant. In Chinas Militär- und Raumfahrtsystem findet aktuell eine Säuberungswelle statt. Laut China Morning Post waren bisher vor allem die Atomstreitkräfte des Landes betroffen.
Jetzt wurde mit Wang Chaiyun auch ein hochrangiger Raumfahrt-Raketenexperte aus einem wichtigen politischen Gremium ausgeschlossen. Wang war eine Schlüsselfigur im chinesischen Raumfahrtprogramm, insbesondere als Chef der Trägerrakete Langer Marsch 7 und Präsident der chinesischen Akademie für Trägersystemtechnologie. Beobachter interpretieren diese Aktion als Versuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, seine Kontrolle über das Militär zu stärken. Private und staatliche Raumfahrt in China nicht so ganz einfach zu trennen. Der CEO von dem privaten chinesischen Startanbieter Galactic Energy sagte, man erwäge zukünftig die Ceres-1 mit einem elektromagnetischen Katapultsystem zu starten. Eine Technologie, die ja dank Transrapid auch aus Deutschland ihren Weg nach China gefunden hat und dort neben Zügen auch die Katapulte der chinesischen Flugzeugträger antreibt. Durch das Katapultsystem könnte die Nutzlastkapazität der Ceres-1 um 200 bis 300% erhöht werden. Die Ceres-1-Rakete ist ein Kleinträger in einer ähnlichen Klasse wie die deutlich kleinere Electron von Rocket Lab. Und hier ist eine Korrektur fällig. Ich hatte letzte Woche fälschlicherweise behauptet, die gerade gestartete Electron sei mit einem bereits geflogenen Triebwerk geflogen. Das war nicht korrekt. So ein Test wurde zwar letztes Jahr durchgeführt, auf dem aktuellen Flug waren aber alle Triebwerke neu. Ich bitte den Fehler zu entschuldigen. Apropos Kleinträger und Microlauncher, sind wir beim richtigen Thema. Das deutsche Raketenstartup HiImpulse hat seine Suborbitalrakete für den Erststart auf die Reise geschickt. Die Paraffin-Hybridrakete ist ein Technologiedemonstrator der geplanten Orbitalrakete. Die SR-75 soll nun von Australien auf ihren ersten suborbitalen Flug gehen, nachdem es Probleme mit dem Startplatz in Schottland gab. Hybridraketen, meiner Meinung nach ein stark unterschätztes Thema. So mal eben ein 7,5 Tonner mit einem LKW durch die Gegend fahrend, macht das mal mit einer Feststoffrakete. Ja, und der spezifische Impuls, der ist auch deutlich besser. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, meinen Besuch bei HiImpulse verlinke ich euch unter dem Video. Wo wir beim Thema Hybridraketen sind. Virgin Galactic untersucht derzeit einen Vorfall, der während des letzten Flugs am 26. Januar aufgetreten ist. Das Unternehmen teilte mit, dass es den Vorfall in Zusammenarbeit mit der FAA überprüft. Während des jüngsten Fluges des Virgin Spaceship Unity, ein suborbitales Raumflugzeugs mit Hybridantrieb, ist ein Stift vom Motorflugzeug Eve gefallen. Laut Virgin Galactic war es aber ein sicherer und erfolgreicher Flug und zu keinem Zeitpunkt stellte der abgelöste Stift eine Gefährdung der Sicherheit für Flugzeug oder Besatzung dar. Heute wieder Überleitungskönig. Apropos Suborbitalflüge, Blue Origin will mit seiner New Shepard aus Indien starten. Oder zumindest wurde dafür eine Absichtserklärung unterzeichnet. Das hatte der Direktor der indischen Raumfahrt Dr. Somanath in einem Vortrag bekannt gegeben. Es wurden auch Details zum ersten Modul der indischen Raumstation bekannt. Es wird 8 Tonnen wiegen und soll 2028 mit einer GSLV Mark III gestartet werden. Es wird von der ISRO als Andockziel mit einem Gaganyaan-Raumschiff genutzt werden und erstmal nicht bewohnbar sein. Mit einem Roboterarm sollen Experimente von angedockten Raumschiffen dann auf das Modul übertragen werden. Es wird also erst einmal als Freiflug-Orbitallabor fungieren. In den nachfolgenden Modulen der Station, da werden dann auch Menschen leben und arbeiten können. In der ISS kann man leben und arbeiten. Nachdem ich letzte Woche davon berichtet hatte, dass sich die ExIM-3-Mission dem Ende nähert und sich die ExIM-Crew eigentlich schon am Freitag, den 2. Februar, von der ISS-Langzeitbesatzung verabschiedet hatte, hat es dann doch ein ganzes Stück länger gedauert als ursprünglich geplant. Ursprünglich sollte die ExIM-3-Crew Mike Lopez Alegria, Walter Villadei, Alper Gesceravci und Markus Wandt nämlich am Samstag, den 3. Februar von der ISS abdocken und am Folgetag dann landen. Daraus wurde leider nichts, da das Wetter an allen Landezonen rund um Floridas Küste zu schlecht für eine sichere Landung war. Aus diesem Grund musste das Abdocken von der ISS mehrfach verschoben werden. Erst am Mittwoch, den 7. Februar, konnte das Abdocken von der ISS dann mit 4 Tagen Verspätung erfolgen. Fun Fact: Früher bei den alten Dragon 1 Kapseln wurden die Wasserungen auch noch zusätzlich vor der Küste Kaliforniens durchgeführt. Leider verzichtete man mit der Einführung der Dragon V2 und dem Wechsel dann der Landezone nach Florida auf diese zusätzliche Landemöglichkeit. Dies führt seitdem wiederholt aufgrund des unsteten Wetters vor Florida und dem schlechten Schwimmverhalten der Dragon häufig zu Verzögerungen bei der Landung. Eine erfolgreiche Wasserung erfolgte dann nach einer erneut ungewöhnlich langen Soloflugzeit der Dragon am Freitag, den 9. Februar. Die Landung erfolgte vor der Küste Daytona Beach, etwas nördlich von Cape Canaveral. Die Dragon Capsule Freedom wurde dann von Recovery Ship Shannon geborgen. Die zusätzlich gewonnene Zeit hat die ExIM-3-Crew natürlich sinnvoll für zusätzliche Experimente genutzt und ganz unbeabsichtigt wurde ein neuer Rekord gebrochen. Die ExIM-3-Crew war nämlich mit 21 Tagen und 15 Stunden länger als die längste Space Shuttle-Mission. Auch die ESA brach mit dieser Mission einen Rekord. Vom Öffnen der Luke zwischen ISS und Crew Dragon und dem erneuten Schließen verbrachten die ESA-Astronauten Markus Wandt und Andreas Mogensen
insgesamt 18 Tage gemeinsam in einem Raumschiff der ISS. So lange waren noch nie 2 ESA-Astronauten gemeinsam im All. Bevor wir uns die nächste Woche anschauen, sei hier wieder allen Menschen gedankt, die durch ihre regelmäßigen monetäre Unterstützung den Kanalbetrieb sichern. Als kleines Dankeschön bekommt ihr alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ja, wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau, unter dem Video ist ein Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Die kommenden Starts im Schnelldurchgang. Das Startfenster für die Starlink-Gruppe 714 mit einer Falcon 9 ist am Dienstag, den 13. Februar um 1 Uhr morgens MEZ, also unserer Zeit. Startplatz ist Vandenberg. Das Startfenster für den Nova Sealander von Intuitive Machines öffnet sich am Mittwoch, den 14. Februar um 6:57 Uhr MEZ. Startplatz ist das Kennedy Space Center. Am Donnerstag, den 15. Februar, versucht es die JAXA nochmal mit ihrer neuen H3. Der Erststart war ja fehlgeschlagen. Startplatz ist das Tanegashima Space Center im Süden Japans. Am Donnerstag schickt Roskosmos voraussichtlich eine neue Frachtprogress MS-26 mit einer Soyuz zur ISS. Startplatz ist Baikonur. Den Wochenabschluss, den macht voraussichtlich eine GSLV Mark II. Am Samstag, 17. Februar, an Bord ein Wetterbeobachtungssatellit für die indische ISRO. Hier noch einmal ein Shoutout für das Familienunternehmen Gieswein, die euch heute das Video präsentiert haben. Mit meinem Link und dem Code Moritz bekommt ihr 20% auf eure nächste Gieswein-Bestellung. Alle Details findet ihr auch unter dem Video. Ja, ich hoffe, die News haben euch wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. #Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.